Ja, in diesem Video geht es mal um Sonnenschutzpersenning. Wir haben ja hier große Fenster im Salon und da scheint nachmittags gnadenlos die Sonne rein. Und davor wollen wir uns natürlich schützen, weil die Sonne natürlich einerseits den Salon erwärmt, andererseits auch das Holz von den Möbeln ausbleichen lässt. Und da haben wir nach einer Lösung gesucht. Wir haben zuerst an Plissé-Rollos gedacht, allerdings ist die Scheibe nach außen gewölbt und deshalb müssten wir die Rollos teilen. Und das hat uns dann doch nicht gefallen, war also keine Lösung für uns. Das sieht erstmal nicht gut aus und wenn sie zu sind, dann können wir auch nicht nach draußen gucken. Wir sitzen ja hier oben im Salon und können natürlich wie zu Hause im Wohnzimmer nach allen Seiten aus dem Fenster schauen und das wollen wir uns nicht verbauen. Und deshalb haben wir eine Lösung gesucht, die man von außen machen kann. Eine richtige Persenning ist halt blickdicht und das wollten wir nicht. Wir wollten nach vorne rausgucken können und da haben wir dann eine Lösung für gefunden und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben uns für eine Lösung entschieden, die durchsichtig ist. Das ist eine Persenning, die hat viele kleine Löcher und da kann man also auch wunderbar durchgucken. Und die werden wir jetzt gleich mal aufbauen. Der Nachteil natürlich hier ist, dass die helle Farbe doch sehr viel Schmutz ansammelt, dass man nicht mehr sehr gut wegkriegt. Aber wir haben uns für hell entschieden, damit man das auf dem weißen Boot nicht so sieht. Aber leider verschmutzt sie doch relativ stark und man muss sie auch ab und zu mal abnehmen, weil unter den Rändern sich Wasser sammelt und dann auch Algen gebildet werden. So, wir werden die jetzt mal montieren. So, jetzt legen wir das mal drauf und knöpfen das fest. Okay. Hallo? Bei Tageslicht ist das praktisch blickdicht, aber man kann von innen rausgucken und das schauen wir uns gleich mal an. Ja, jetzt sieht man den Unterschied ohne und mit Persenning, aber wenn man nahe dran geht, man kann sehen, dass man die Umgebung draußen noch erkennen kann. Wenn man im Salon sitzt, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und nimmt gar nicht mehr wahr, dass man vorne eine Persenning drauf hat. Das ist zwar nicht ein 100%iger Sonnenschutz, aber mildert doch die Sonne erheblich ab. Aber es ist halt ein Kompromiss zwischen Durchschauen und Sonnenschutz. Bei der Brom 39 gibt es die gleiche Konstruktion auch in Blau. Und Peter und Petra haben sich für die Farbe ihrer Kappe entschieden, sodass das gleich ist. Aber es ist im Prinzip die gleiche Technik. Es sieht allerdings viel feiner aus und ist auch viel feiner. Die Löcher sind viel kleiner. Dadurch hat man natürlich auch einen viel höheren Sonnenschutz. Und wir können es mal von innen anschauen, wie man da durchgucken kann. Die blaue Sonnenschutzpersenning sieht von außen viel dichter aus, als sie tatsächlich ist. Auch kann man hier sehr gut nach draußen gucken und hat damit auch den vollen Rundblick und ist trotzdem sehr schön geschützt. Durch die blaue Farbe ist es natürlich viel dunkler hier im Innenraum, aber so sieht man alles draußen und das ist einfach genial. So sieht die ganze Konstruktion in Blau aus, auch sehr schön. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man so von draußen sieht, dass das trotzdem noch so transparent ist und man so doll durchgucken kann. Es ist einfach schön hier im Hafen. Da sieht man die Brom mit dem blauen Verdeck und unsere Brom mit dem weißen Verdeck. Wir haben auch noch ein paar Bändel dran gemacht gegen die Schwalben. Wir werden sehen, ob es hilft. Das war der Sonnenschutz. Einmal in weiß, einmal in blau. Für jeden Geschmack ist was dabei. Das Ganze kostet rund 700 bis 800 Euro. Ist nicht ganz billig, aber ich finde eine lohnende Investition. Bis bald.